Also Altern hat biologisch eigentlich gar keinen Sinn. Es wird ja im Moment auch viel daran geforscht, wie man das Leben eventuell verlängern könnte. Axolotls are amazing. They do not exhibit the typical signs of age-related decay. Welche Mechanismen laufen denn im menschlichen Körper ab, die für das Altern verantwortlich sind? Die Haut wird faltig, die Haut trocknet schneller aus. Altern und Sterben sind mit Leidensprozessen verbunden. Und dass der Mensch Leiden nicht akzeptieren möchte, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Can we stop the aging process one day? I mean, that's ultimately like the holy grail in the aging field. Was wir natürlich eigentlich möchten, ist gesundes Altern. Fakt ist, wer sich ungesund verhält, altert in der Regel schneller. Ja, das Leben ist endlich, aber hurra, es findet statt. Als ich gerade mit der Schule fertig geworden bin, habe ich mit meinem Kirchenchor in der Sommerzeit häufig auf Beerdigungen gesungen. Ich habe an diesem Ort hier also relativ viel Zeit verbracht. Friedhöfe sind für viele die letzte Ruhestätte und symbolisieren das Ende des Lebens. Und genau darum soll es auch in dieser Folge der guten Frage gehen. Wir wollen einen Blick auf die medizinischen und biologischen Ursachen des Alterungsprozesses werfen und schauen uns an, wie wir den in der Zukunft vielleicht verlangsamen oder sogar stoppen können. Wir beschäftigen uns in diesem Video auch damit, warum sich so viele mit den körperlichen Veränderungen im hohen Alter schwer tun und ob wir ewiges Leben überhaupt wollen. Wir wissen, dass Altern und Sterben für uns alle unvermeidlich ist. Aber warum eigentlich? Was passiert mit unserem Körper, wenn wir älter werden? Warum kriegen wir Falten und brauchen irgendwann eine Lesebrille? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Professorin Antje Bergmann, der Leiterin für den Bereich Allgemeinmedizin an der Medizinischen Fakultät. Warum altern wir eigentlich und was genau passiert dabei im Körper? Also Altern hat biologisch eigentlich gar keinen Sinn, weil wir bis zur fertilen Zeit, wo wir reproduzieren, also Kinder bekommen können, am gesündesten sind und die Zellen eine hohe Regenerationsfähigkeit haben. Das heißt also, das, was man weitergeben möchte, ist bis dahin weitergegeben. Alles, was danach kommt, ist Alterung. Und würde man jetzt davon ausgehen, dass wir nur der Biologie unterliegen, wäre es vielleicht nicht so ganz sinnvoll, dass wir alle altern. Aus einer übergeordneten Perspektive ist natürlich klar, dass man von all dem, was man im Laufe des Lebensalters an Erfahrungen hat, auch weitergeben möchte. Aber warum wir altern, das ist einfach in unserem Bausatz so verankert von Anfang an. Welche Krankheiten sind das, die sich ergeben, die dann meist zum Tod führen? Also die häufigsten Todesursachen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dann die Tumoren. Und beides hat auch was mit Alterungsprozessen zu tun. Also Herz-Kreislauf beispielsweise, Arteriosklerose beginnt schon im jugendlichen Alter, setzen sich sogenannte Plaques, also Kalk in den Gefäßwänden an und ab und damit kommt es zum Gefäßverschluss und dann zum möglichen Herzinfarkt, Schlaganfall und das sind alles Alterungsprozesse. Und das Zweite an häufigen Todesursachen sind Tumorerkrankungen und da ist einfach klar, dass wenn die Regeneration nicht funktioniert auf Zellebene, die Zellteilung fehlerhaft ist und die Reparationsprozesse in der Zelle nicht funktionieren, dass es dann zu Tumoren kommen kann. Was bedeutet es eigentlich, wenn von diesem typischen Sterben an Altersschwäche die Rede ist? Das ist ein schwieriger Begriff. Der eigentliche Prozess des Sterbens hat ja schon weit vorher meistens begonnen. So in den letzten Lebenswochen ist es ganz oft zu verzeichnen, dass man merkt, dass der Körper einfach kraftlos wird, das Atmen schwerer fällt, dass die Herzfrequenz nicht mehr so reguliert werden kann, dass man weniger Appetit hat, dass man weniger Durst hat, dass man auch viel schläft, also schon so vielleicht dämmert und das ist eher so der klassische Sterbeprozess. Wenn auf das einfache Altern, sage ich jetzt mal, akute Erkrankungen und Ereignisse kommen, wird es natürlich rasant schneller gehen können. Und das führt eben ganz häufig auch dann eben zu Organversagen. Also der Körper schafft nicht mehr, mit einfachen Infekten umzugehen. Es gibt ja diese typischen Altersmerkmale wie Falten, Altersflecken oder ein vermindertes Seh- und Hörvermögen. Wodurch entstehen diese? Denen liegt immer zugrunde, dass Funktionen verloren gehen. Also wenn man das Auge zum Beispiel anschaut, die Linse ist weniger flexibel, der Linsenaufhangapparat kann nicht mehr so reagieren, es kommt zu dieser Altersweitsichtigkeit. Hautalterung passiert schon oft im jugendlichen Alter, das heißt also mit 30, 40 beginnt die Haut weniger Unterhautfettgewebe zu haben und die Haut wird faltig, die Haut trocknet schneller aus.
Und das sind alles Alterungsprozesse, die quasi jeden, der älter wird, treffen. Woran liegt denn das, dass bei unterschiedlichen Menschen der Alterungsprozess ja an unterschiedlichen Punkten im Leben einsetzt? Es gibt ja die ganz Hochbetagten, denen sagt man so eine Art Methusalem-Gen nach. Das heißt also bestimmte Genveränderungen, die Langlebigkeit nach sich ziehen. In der Regel ist es aber so, dass wenn man seinem Körper Schaden zufügt, ab Jugendalter beispielsweise sich wenig bewegt, Übergewicht hat, noch dazu vielleicht raucht, passieren die Alterungsprozesse weit vorher. Wenn man der Haut schon im Jugendalter ganz viel Sonne angedeihen lässt und sich nicht schützt, gehen auch da die Alterungsprozesse viel, viel früher vonstatten. Hinzu kommt natürlich die genetische Ausstattung. Also wenn die Eltern schon sehr jung gestorben sind und bestimmte genetische Dispositionen für Erkrankungen haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumorerkrankungen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das übertragen wird, natürlich groß. Die Prozesse zusammen mit der Epigenetik, also das, was wir von den Generationen vorher noch mitbekommen haben, führen eben zum unterschiedlichen Altern. Aber Fakt ist, wer sich ungesund verhält, altert in der Regel schneller. Krankheiten wie Krebs spielen beim Prozess des Alterns also eine tragende Rolle. Welche neuen Ansätze es für die Heilung von Krebs gibt und wie wichtig ein funktionsfähiges Immunsystem für den Alterungsprozess ist, das erfahre ich jetzt hier am Zentrum für regenerative Therapie in Dresden von Professor Michael Sieweke. Er ist Leiter eines Forschungsprojekts, das Makrophagen zur Krebstherapie einsetzt. Wir befinden uns ja hier am Zentrum für regenerative Therapien. Was genau bedeutet das und was hat das mit dem Altern zu tun? Es gibt Tiere, Organismen, die können was wir als Menschen nicht können. Die können regenerieren, Organe oder Gliedmaßen ersetzen, die verletzt werden oder sogar zerstört werden. Wir würden gerne lernen daraus, wie die Mechanismen funktionieren, die das ermöglichen und das vielleicht auf den Menschen übertragen. Ja, und am CRTD gibt es sehr viele Gruppen, die schauen sich unterschiedliche Aspekte davon an, also in den verschiedensten Organen. Es gibt Gruppen, die arbeiten am zentralen Nervensystem, am Gehirn und am Rückenmark. All diese Krankheiten oder Degenerationen, Abnutzungserscheinungen in diesen Organen treten gehäuft mit dem Alter auf. Was wir natürlich eigentlich möchten, ist gesundes Altern. Das heißt, dass diese Degenerationserscheinungen in unterschiedlichen Organen verlangsamt, vielleicht sogar aufgehalten werden können. Also Krankheiten wie Alzheimer, wie Diabetes, Stoffwechselstörungen der Leber, Fibrosen der Lunge. All das sind letztendlich Alterserscheinungen. Selbst Krebs ist eigentlich eine Krankheit des Alters. Man könnte es zumindest so sehen. Welche Mechanismen laufen denn im menschlichen Körper ab, die für das Altern verantwortlich sind? Da gibt es vielfältige Mechanismen und auch vielfältige Theorien, wie das Altern funktioniert, wie das stattfindet. Eine Sache, auf die wir uns konzentrieren, ist das Immunsystem, das auch altert. Und da das Immunsystem in vielen Organen eine Rolle spielt und wichtig ist und für das gute Funktionieren der Organe entscheidend ist, wir denken, wenn wir das Altern, die Alterung des Immunsystems verstehen und das vielleicht aufhalten oder vielleicht sogar rückgängig machen könnten, dass sich das auch positiv auf den Rest der Zellen in den Organen auswirken sollte. Sie haben ja einen neuen Ansatz zur Therapierung von Krebs unter der Nutzung von Makrophagen. Wie genau funktioniert das? Ja, also Makrophagen sind tatsächlich eine Art von Immunzellen, die auch versuchen, Tumoren zu bekämpfen. Und sie werden im Prinzip eigentlich sehr gut geeignet, das zu tun. Besser als manche durchaus erfolgreiche Zelltherapien, die es im Moment gibt, da sie in Tumoren eindringen können. Das können viele andere Immunzellen nicht. Das Problem bei früheren Versuchen war zweiseitig. Also einmal konnte man nicht genügend Zellen herstellen außerhalb des Körpers, weil man im Normalfall diese Makrophagen nicht vermehren kann außerhalb des Körpers. Da haben wir Beobachtungen in der Maus gemacht, schon vor einigen Jahren, wie das gelingen kann, dass wir die in Kultur unbegrenzt vermehren können. Und das wenden wir jetzt auch auf menschliche Zellen an, sodass wir genügend Zellen für ein therapeutisches Produkt haben. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass der Tumor die Makrophagen auch verändert und ja, sie austrickst sozusagen, würde ich sagen, und sie dazu verleitet, statt den Tumor zu bekämpfen, ihm zu helfen. Dadurch verlieren diese Zellen im Normalfall jegliche Effektivität.
Und die Sensibilität für diese Umprogrammierung, sagen wir, oder dieses Umschulen der Zellen, das haben wir verändert in unseren Makrophagen, sodass sie weiterhin den Tumor bekämpfen können und ihn nicht unterstützen. Natürlich ist es so, dass wir gerade erst in der Entwicklungsphase sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir morgen Patienten behandeln können. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, leider, wo man viel beachten muss. Aber wir werden uns zunächst auf 2 Krebsarten dabei konzentrieren, der Lungenkrebs und der Krebs der Bauchspeicheldrüse, des Pankreas. Einmal, weil es ganz besonders hartnäckige und schlimme Erkrankungen sind, für die es im Moment wenig aussichtsreiche Behandlungsmethoden gibt. Und zum anderen, weil wir wissen aus Tiermodellen, dass da Makrophagen eine große Rolle spielen sollten. Wir haben bereits viel über den Alterungsprozess beim Menschen erfahren. Es gibt aber auch Lebewesen, bei denen das Altern ganz anders abläuft. Können diese Eigenschaften vielleicht auch für uns von Nutzen sein? Bei dieser Frage kann mir Dr. Maximina Jun weiterhelfen. Sie leitet ein Forschungsprojekt über den Axolotl. Das ist ein Salamander, der nicht zu altern scheint und ganz besondere Heilungs- und Regenerationsfähigkeiten besitzt. So, Dr. Jun, you are currently doing research on salamanders, especially the axolotl. Could you tell us a little bit more about what makes it so special in the animal world? Yes, so we think axolotls are amazing in 2 different ways. So first, they are one of the few species that is able to regenerate the widest repertoire of structures and organs. So they can regenerate, for example, parts of their brain, parts of their eyes, their tail, including the spinal cord, and they have the amazing capacity to regrow entire limbs during their life. After they lose a piece of their limb, these animals can turn back cells which are differentiated, a part of the tissue that remains. They can turn them back to a more immature state in order to generate more of the cells and this particular tissue that they belong to, and therefore regenerating the whole limb. And if this wasn't enough, these animals are also considered a species of negligible senescence. And that means that they do not exhibit the typical signs of age-related decay that come with time as we go through life in other organisms like humans. Can we use the ability of the axolotl also in the human body one day? I think for sure salamanders can inspire strategies that can eventually be applied in mammals, including in humans. And from our research, for example, we uncovered some of the factors that trigger this de-differentiation, this reversal of the cells to an immature state, in order to generate these cells that will give you more of the particular cell type. And scientists have used that knowledge from these axolotls in order to mimic that process in mammals, including mice. So there's hope for those type of knowledge and their application. Are there any other animals that do not age or even die? In nature, there's very few examples of this. So there's among vertebrates, there are very, very few. But among invertebrates, there's these more extreme examples that you can even consider immortal. There's one type of jellyfish which has a medusa form. This medusa form, as it ages, can revert back to a young polyp and then restart to grow again. So basically, it's an immortal organism. Is there any possibility to die without going through the process of aging prior? That's ultimately like the holy grail in the aging field. And people like me, we really think we can try to at least get closer to significantly improving health span, which is what we eventually want, right? And we're doing that by learning from these remarkable organisms that have these characteristics, especially salamanders, because salamanders are the closest organism to us which has this
remarkable trait of not to explain age-related decay. Can we stop the aging process one day? I think I'm optimistic that we can improve health span. And I can tell you already, I mean, there's some modifications that we've seen work for improving age-related decay or extending the lifespan of certain organisms. For example, exercise, that works in many species, caloric restriction, or having your good 8-hour sleep in the case of human. All those things are not magical, but they do help. Haartransplantation, Botox, Anti-Aging-Cremes. Es gibt viele Wege, die körperlichen Veränderungen zu verlangsamen. Woher kommt unser Streben nach ewiger Jugend? Das bespreche ich jetzt mit dem Inhaber der Professur für Philosophie, Didaktik und Ethik, Professor Markus Tiedemann. Woran liegt das, dass so viele Menschen Angst vorm Tod haben bzw. sich auch gar nicht davor fürchten? Aus Sicht der Philosophie würde man, glaube ich, zwei Dinge sagen. Erstens ist es kulturell spezifisch. Wenn Sie an Wiedergeburt glauben, dann fürchten Sie sich vielleicht nicht vor dem Tod, sondern eher vor der falschen Wiedergeburt. Und all jene, die nicht in metaphysischen Systemen gefangen sind, die stehen, glaube ich, vor zwei Phänomenen. Erste Evidenz ist, wir sind Säugetiere. Das heißt also, wir haben einen biologischen Widerstand gegen den Tod in uns. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit wäre, dass wir hier vor einem erkenntnistheoretischen Vakuum stehen. Also der Tod ist das ganz andere. Alles, was wir denken, manifestiert sich in unserem Bewusstsein. Also unser Bewusstsein ist die Bühne unseres Wissens, Könnens und Handelns. Und der Tod ist ja gerade die Abwesenheit dieser Bühne. Und das ist natürlich etwas, was Ängste mit sich führt. Woher kommt eigentlich unser Streben nach der ewigen Jugend? Da gibt es, glaube ich, als erstes mal die relativ evidenzbasierte Antwort. Altern und Sterben sind mit Leidensprozessen verbunden. Und dass der Mensch Leiden nicht akzeptieren möchte, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Ergo wird man Vermeidungsstrategien fahren. Und die zweite Ebene ist, unsere Selbstachtung ist sehr stark an Selbstbestimmung gebunden. Und die Sorge, selbiger verlustig zu gehen, ist natürlich eine Urangst des Menschen. Und damit ein, wie ich finde, substanzieller Grund, das Alter nicht vollen Herzens zu begrüßen. Es wird ja sehr viel daran geforscht, das Leben zu verlängern. Ist das ethisch überhaupt vertretbar? Also nun könnten Sie sagen, gut, das Gerechtigkeitsproblem stellt sich dann, wenn nur die Superreichen die doppelte, die dreifache Lebenszeit haben können, die anderen nicht. Dann wäre es ein Gerechtigkeitsproblem. Nehmen wir an, das wäre aufgehoben und alle könnten das, dann würde das Gerechtigkeitsproblem dennoch nicht verschwinden, denn es gibt ja noch die nachfolgenden Generationen. Und denen würden wir Ressourcen rauben. Und das Zweite ist, ob es erstrebenswert ist, das hat etwas mit unserem Verständnis von Glück zu tun. Literarisches Beispiel, Odysseus will weg von Kirke und Kirke sagt ihm, ich biete dir die Unsterblichkeit. Und die Antwort des Odysseus ist, nee, dann habe ich ja die Einmaligkeit des menschlichen Lebens verloren. Das wäre so die Idee, dass diese Einmaligkeit verloren geht. Sie können aber auch sehr gut dagegen argumentieren und sagen, also erstens ist, wenn wir das Leben verlängern, ja nicht plötzlich die Sterblichkeit verschwunden, sondern wir verlängern das Leben. Zweitens, die meisten von uns leiden unter anderem deswegen unter dem Tod, weil ganz viele Optionen, die wir gerne noch wahrgenommen hätten, unerfüllt bleiben. Was würdet ihr machen, wenn ihr ewig leben könntet? Also ich würde dann endlich meine ganze Pflichtlektüre für die Uni schaffen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was nach dem Tod kommt. Könnten Sie diese einmal kurz umreißen? Also Sie können die Hoffnung auf ein Jenseits haben, das wäre Konzeption 1, die ist den meisten Philosophen suspekt. Dann könnten Sie die Position 2 vertreten, die da sagt, das Leben ist endlich und danach kommt nichts mehr und deswegen ist das Leben auch nichts wert. Das ist so ein Schopenhauer-Pessimismus vielleicht. Also wir müssen dem Leben mit Pessimismus begegnen, weil in letzter Instanz ist es Leiden. Und die dritte Position wäre, dass Sie sagen, ja, das Leben ist endlich, aber hurra, es findet statt.
Vielleicht würden wir Altern mit dieser Einstellung weniger als Makel wahrnehmen. Denn wir erfüllen auch während wir älter werden wichtige gesellschaftliche Funktionen. Zum Beispiel versorgen wir unseren Nachwuchs und geben Wissen an die nächste Generation weiter. Mit zunehmendem Alter verringert sich aber auch die Leistungsfähigkeit unseres Immunsystems und der Körper wird anfälliger für Krankheiten. Wir können diesen Vorgang beim Menschen durch Regenerationsforschung mit Axolotln besser verstehen und zukünftig vielleicht sogar verlangsamen. Wir hoffen, dass euch diese Ausgabe der Guten Frage gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da. In der Endcard gelangt ihr hier oben zur letzten Ausgabe, wo wir uns mit dem Müllproblem beschäftigen. Und hier unten könnt ihr Laura begleiten, die am CATD mit Zebrafischen forscht.